Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conkerbergen Conkercrafts. Yay, ich habe es endlich geschafft, mal wieder ein Video zu machen. Leider habe ich oft keine Zeit oder die Umstände erlauben es mir leider nicht. Aber jetzt. Ich nähe heute für euch einen Kabelhalter oder beziehungsweise ein Kabeltäschchen. Und zwar habe ich da eine Kombination gemacht aus diesen zwei verschiedenen Kabelhalter, die es so im Netz zu nähen gibt. Ich habe das Schnittmuster in 4 verschiedenen Größen gemacht und den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Infos zum Video, weiterführende Anleitungen und natürlich die Bezugsquellen findet ihr auch wie immer unten in der Infobox. Ich mache das für keinerlei Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Dazu braucht ihr nur hier unten auf die Glocke zu klicken, zu tippen, was auch immer. Und dann noch auf alle. Und dann erfahrt ihr in eurem Newsfeed von euren Abonnenten, vielleicht auch auf der Startseite von YouTube, wenn es was Neues von mir gibt. Leider hat YouTube das eingestellt, dass man per E-Mail informiert wird. Ich weiß nicht warum. So praktisch gewesen. Naja, so, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst das Flieselina auf die linke Stoffseite nach Anweisung aufbügeln und dann den Schnitt auflegen und ausschneiden. Das könnt ihr mit der Schere oder mit einem Rollschneider machen, was euch besser liegt. Bei mir ist das hier das Innenteil und dies das Außenteil. Nun habe ich auf das Innenteil hier die 1 geschrieben und auf dem Außenteil 2. Als erstes müssen wir beim Innenteil diesen Cam-Snap anbringen. Und zwar ist das dieses Teil, Bolzen Stud Male, während das die Buchse Socket Female ist. Schnitt bündig auflegen und hier mit der Ahle oder einem Stift markieren. Ich habe im Schnitt vorher schon die Löcher vorgestochen, was das Markieren auf dem Stoff einfacher macht. Wichtig, wichtig, wichtig! Markiert die anderen Cam-Snap-Punkte auch jetzt schon auf dem Außenteil und dem Innenteil, entweder mit der Ahle oder einem Markierstift. Ich habe es leider im Video vergessen. Nun die beiden hier anbringen. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass hinten dran das Fenster angebracht ist. Und deshalb müsst ihr zuerst diesen Cam-Snap anbringen. Und wie gesagt, die anderen Markierungen auch gleich übertragen. Also ich befestige hier das männliche Teil, also Stud, Male, Bolzenteil, wie immer ihr das nennen möchtet. Und jetzt das Außenteil, denn hier müsst ihr als zweites das Fenster aufnähen. Und immer darauf achten, dass ihr die Schnitte richtig auflegt zum Aufzeichnen. Die Rundungen immer auf einer Seite und auch immer die Außenseite nach oben legen. Die 4 Punkte des Fensters auf den Stoff übertragen, zum Beispiel mit einem Kreidestift. Sieht man hier nicht so gut. Also doch einen anderen. Das hier ist übrigens ein Stift, der durch Bügeln verschwindet, der Friction Ball. Man kann auch noch mit dem Schnitt vom Fenster die geraden Linien einzeichnen. Nun die Folie drauf. Damit es beim Nähen nicht verrutscht, da wir ja nicht stecken können, weil es Löcher gibt, fixiere ich die Folie mit Wonder Tape oder Style Fix, einem dünnen, doppelseitigen Klebeband extra zum Nähen.
Wir kleben nur an 3 Seiten und die Klebestreifen ganz nah am Rand anbringen. Die Folie auf die Linien auflegen und andrücken. Und jetzt hier entlang nähen. Ihr könnt verriegeln oder verknoten. Wenn ihr verknotet, was auf der Vorderseite schöner aussieht, den Faden länger lassen und nicht verriegeln, was ich jetzt mache. An der Ecke die Nadel unten lassen, Füßchen hoch, Stoff drehen, Füßchen runter und weiter nähen. Und am Ende nicht verriegeln und Faden länger lassen und abschneiden. Den Oberfaden in eine Nähnadel einfädeln und Nadel in das vorangegangene Loch stechen und den Faden nach hinten ziehen. Nun den Ober- und Unterfaden miteinander mehrmals verknoten und abschneiden. Hier genauso. Zur Erinnerung, falls ihr es vergessen habt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, markiert die anderen Kemsnap-Punkte jetzt auf dem Außenteil und auf dem Innenteil, entweder mit der Ahle oder mit einem Markierstift, sonst wird es nachträglich total schwierig. Nun haben wir Außen- und Innenteil vorbereitet und können sie zusammennähen. Also rechts auf rechts exakt zusammenlegen, also die schönen Seiten liegen innen, dann stecken oder klammern. Mit Hilfe des Schnittmusters die Wendeöffnung einzeichnen, sonst können wir das Teil nachher nicht wenden. Hier bei der Wendeöffnung verriegeln, dann hier entlang nähen und hier wieder verriegeln. Die Nahtzugaben zurückschneiden, dabei die Wendeöffnung unberührt lassen. Lasst ca. 2 mm bis zur Naht stehen. Von innen nach außen wenden. Nun die Ecken und Kanten rausdrücken, entweder mit einer Schere, aber vorsichtig, oder mit einem Kantenformer. Die Nahtzugabe nach innen legen, sodass es mit der genähten Naht eine Linie gibt. Und glatt streichen. Nun alles gut bügeln und auf Höhe der Folie vorsichtig bügeln. Die Folie selbst nur kurz bügeln mit einem doppelt bis vierfach gelegten Tuch. Kurz darüber, ansonsten schmilzt euch die Folie weg. Und dann vorsichtig drumherum bügeln.
Jetzt mit einer Nahtzugabe von ca. 3 mm drumherum absteppen und dabei schließt sich die Wendeöffnung automatisch. Anfang und Ende verriegeln. Wer die Markierungen vergessen hat, so wie ich, markiert jetzt oder locht mit einem Schnittmuster die restlichen Kemsner-Punkte. Achtet unbedingt darauf, auf welcher Seite ihr seid, Innen- oder Außenseite. Wie ihr seht, ist es sehr schwierig, erst nach dem Zusammennähen die Kemsnaps anzuzeichnen. Hier müsst ihr aufpassen, dass die Farbe stimmt und der richtige Kemsnap. Hier kommt das Gegenstück hin, also Buchse, Fassung, Socket. Wir befinden uns auf der Innenseite. Und passt. Und jetzt den gleichen Kemsnap wie hier in der Rundung anbringen. Nur in der zweiten Farbe. Bei mir ist es das männliche Teil. Stud, Stecker, Bolzen. Nun den letzten Kemsnap anbringen. Das Socket, Fassung, weibliches Teil, in der zweiten Farbe, also bei mir ist das lila. Orientiert euch immer an der Kemsnaps-Zeichnung auf dem Schnittmuster. Das lila Gegenstück muss auf der Außenseite sichtbar sein, so wie hier. Nochmal nachbügeln. Und den Zettel reinschieben. Und fertig. Jetzt könnt ihr euer Kabel wickeln, reinlegen und verschließen. Ach ja, im Anschluss gibt es noch Outtakes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Habe ich hier ein Fenster, wo ihr einen Zettel reinwerfen könnt. Reinwerfen. Tschuh. Infos zum Video an... Mann! Klicken, egal, wie auch immer. Sorry. Warum ist es so schwer, sich nicht zu versprechen? Nochmal.